Steuern sparen mit der Arbeitnehmerinnenveranlagung 2023. Wofür gibt es Geld zurück und wer profitiert besonders? Ja, und das bespreche ich mit meiner Kollegin Dominik Feigl, Steuerexpertin in der Arbeiterkammer. Hallo. Ja. Dominik, vielleicht einmal ganz grundsätzlich, der Steuerausgleich, offiziell Arbeitnehmerinnenveranlagung genannt. Wofür ist das genau und wie mache ich es? Also es ist dafür, sich zu viel bezahlte Steuern wieder zurückzuholen bzw. Begünstigungen in Anspruch zu nehmen. Und machen kann ich es entweder über Finanz Online mit dem Computer oder auch nach wie vor mit Papierformularen. Jetzt kann man ja die Arbeitnehmerinnenveranlagung bereits machen. Da hast du aber einen Tipp und sagst, bitte nicht zu früh machen. Wieso denn und ab wann soll man sie denn machen? Ganz genau, weil jetzt besteht das Risiko, dass noch nicht alle Jahreslohnzettel an das Finanzamt übermittelt wurden. Dafür haben alle bezugszahlenden Stellen bis 28. Februar Zeit. Das heißt, es macht Sinn, bis März zu warten, um dann eben auch eine korrekte Vorberechnung zu haben, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man es zu früh abgibt, dass man eine zu hohe Gutschrift bekommt, wo man dann wieder einen Teil oder vielleicht sogar alles zurückbezahlen muss. Das heißt, die Veranlagung bitte erst ab März machen. Bis wann habe ich denn Zeit, das zu erledigen? Also es ist 5 Jahre Zeit für freiwillige Antragsveranlagungen, sprich bis heuer, 31. Dezember 2024, habe ich noch Zeit, das Veranlagungsjahr 2019 abzuschließen. Okay. Und für dich als Hinweis, als kleiner Tipp, in unserem How-To-Video erfährst du, wie du den Steuerausgleich bei Finanz Online erledigst. Da gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich. Dominik, worüber wir bis jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, es gibt auch die automatische Veranlagung. Wie funktioniert die und hat das für irgendjemanden einen Vorteil? Also sie hat zumindest keinen Nachteil. Ich bekomme Gutschriften, die aufgrund der Aktenlage des Finanzamtes klar erkennbar sind. Wenn ich betroffen bin, werde ich angeschrieben, darüber verständigt und sofern eine Bankverbindung vorhanden ist, bekomme ich eben diesen Teil der Gutschrift schon automatisch. Dennoch besteht 5 Jahre Zeit, selbst einen Antrag abzugeben. Da brauche ich auch kein Rechtsmittel oder so. Ein ganz normaler Antrag über Formular oder Finanz Online reicht, wo ich meine persönlichen Frei- und Absetzbeträge dann noch geltend machen kann. Gut, also man kann nichts falsch machen, schon mal ein guter Hinweis. Sagst du bei bestimmten Personengruppen, bitte macht unbedingt den Steuerausgleich, denn ihr profitiert besonders? Und wenn ja, wer sind diese Leute? Ganz klar Familien. Es gibt den Familienbonus Plus von bis zu 2.000 Euro für Kinder unter 18 bis zu 650 Euro für Kinder über 18, aber auch Unterhaltsabsatzbeträge, Alleinverdiener, Alleinerzieher, Absatzbeträge kann ich geltend machen. Also für diese Personengruppe lohnt es sich ganz sicher am meisten. Die andere Gruppe sind sicher die Pendlerinnen und hier ist ganz besonders zu beachten, 2023 gab es noch bis inklusive Juni Zuschläge, sprich 50% erhöhtes Pendlerpauschale und Pendler-Euro vervierfacht. Das muss ich selber berechnen, wenn ich dieses Pendlerpauschale über die Veranlagung geltend mache. Sollte es schon in der Lohnverrechnung berücksichtigt werden, ist hier nichts weiter zu tun. Abseits von Pendlerpauschale gibt es für das Jahr 2023 noch etwas zu beachten? Hat sich da etwas geändert? Ansonsten haben sich nur die Höhe der Absatzbeträge teilweise geändert, gerade Alleinverdiener, Alleinerzieher, Verkehrsabsatzbetrag, Unterhaltsabsatzbetrag. Manches wird aber auch schon in der Lohnverrechnung berücksichtigt, wie der Verkehrsabsatzbetrag bei allen Arbeitnehmerinnen, Alleinverdiener, Alleinerzieher auf Antrag. Also da haben sich minimal die Beträge verändert, wird aber automatisch schon in den höheren Beträgen berücksichtigt. Das heißt, von der Beantragungsform her hat sich hier nichts verändert. Und welche Kosten kann ich denn ganz grundsätzlich absetzen? Also im Besonderen alles, was mit dem Beruf zu tun hat, das sind Werbungskosten. Wenn ich eine Ausbildung gemacht habe, mir ein Arbeitsmittel angeschafft habe, sind das die klassischen Kosten, die ich über die Arbeitnehmerinnenveranlagung geltend machen kann. Pendlerpauschale hast du vorher angesprochen. Dann gab es jetzt auch vor ein paar Jahren die Homeoffice-Pauschale wurde eingeführt. Zuerst befristet, jetzt ist sie unbefristet. Was gibt es da zu beachten? Also das Homeoffice-Pauschale in der Höhe von 3 Euro pro Tag für maximal 100 Tage bekomme ich entweder von meinem Arbeitgeber oder automatisch berücksichtigt in der Arbeitnehmerinnenveranlagung, sofern die Anzahl der Homeoffice-Tage auch korrekt im Jahreslohnzettel gemeldet wurde.
Und ergonomisches Mobiliar kann ich noch zusätzlich geltend machen. Das sind zum Beispiel ein Schreibtisch und ein Schreibtischsessel. Hier ist wichtig, dass ich im Jahr des Kaufes, wo ich den Kaufpreis bezahlt habe, die Gesamtkosten geltend mache. Davon wirken sich 300 € pro Jahr aus und da erfolgt ein automatischer Übertrag, falls die Kosten höher waren. Und hier ist die Voraussetzung, dass ich zumindest 26 Tage im Jahr im Homeoffice gearbeitet habe. Liebe Dominique, vielen Dank für dein Update zum Steuerausgleich. Und für dich, wenn du das Video spannend gefunden hast, wenn es hilfreich war, lass ein Like da und abonniere unseren Kanal. Noch mehr Videos rund um den Steuerausgleich findest du in unserer Playlist. Bis bald.